Der VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Kann der VfB dieses Bundesliga-Topspiel, aber auch Big Point-Spiel um die Champions-League-Plätze am 26. Bundesligaspieltag gewinnen? Dazu gibt's heute in meiner VfB Stuttgart Bundesliga-Prognose spannende Fakten rund um Stuttgart gegen Leipzig. Was könnte die beste Stuttgart-Aufstellung von Trainer Sebastian Hoeneß gegen Leipzig sein? Und zum Schluss natürlich mein Bundesliga-Tipp für den VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Ja, liebe VfB-Fans, das wird schon ein echt wichtiges Spiel jetzt für die Stuttgarter zu Hause gegen Leipzig. Hier geht es wirklich um die Champions-League-Plätze für die nächste Saison. Wenn du mehr VfB Stuttgart Videos sehen möchtest, dann danke ich dir schon mal für einen Daumen hoch und natürlich für ein Abo für Werners Fußballecke. Aktiviere die Glocke, damit du auch kein VfB-Video mehr von mir verpasst. Und ja, was tippst du für Stuttgart gegen Leipzig und wie würdest du den VfB aufstellen jetzt am Sonntag gegen Leipzig? Ab damit in die Kommentare. So, dann schauen wir uns auch erstmal kurz die aktuelle Fußball-Bundesliga-Tabelle vor dem 26. Spieltag genauer an. Und hier sehen wir natürlich der VfB Stuttgart auf Platz 4 mit 47 Punkten. Ja, Leipzig ebenfalls 47 Punkten auf Platz 5 und deswegen auch für mich persönlich ist das jetzt Stuttgart gegen Leipzig ein Big-Point-Spiel. Denn nicht vergessen, Bayer Leverkusen spielt zu Hause gegen den FC Bayern München und Leverkusen auf Platz 6 aktuell 3 Punkte Rückstand zu Stuttgart würde heißen, Stuttgart gewinnt zu Hause gegen Leipzig, was wir alle hoffen wollen und Leverkusen verliert gegen Bayern, dann hätte man auch schon mal 3 Punkte Vorsprung natürlich vor Leipzig, aber auch schon mal 6 Punkte Vorsprung vor Leverkusen. Also wie gesagt, das ist jetzt ein echt wichtiges Heimspiel für den VfB Stuttgart zu Hause gegen RB Leipzig. Auch nicht vergessen, nächste Woche spielt Stuttgart am Sonntag auswärts beim FC Augsburg. Die sind gerade auch schon aktuell sehr gut in Form. Und nach der Länderspielpause am 28. Spieltag spielt der VfB Stuttgart zu Hause gegen Borussia Dortmund. Also schon ganz wichtig jetzt am Sonntag, da Stuttgart gegen Leipzig zu Hause gewinnt. Schauen wir uns mal an, die mögliche Stuttgart-Aufstellung von Trainer Sebastian Hoeneß. Fangen wir an mit meiner möglichen Abwehr für Stuttgart. Ich würde jetzt nach dem 2:1 Niederlage zu Hause in der Europa League gegen Porto, war nicht unbedingt das beste Spiel, gerade auch was die Defensive angeht. Aber sowas kann passieren und gerade in der zweiten Hälfte hat man ja gesehen, Porto gefühlte 100 Spielunterbrechungen immer auf dem Boden rumgewälzt. Da ist es natürlich auch gerade schwer für so eine offensivstarke Mannschaft wie für den VfB Stuttgart, da gerade in der zweiten Hälfte sein Spiel zu finden. Aber VfB-Fans, noch ist nicht alles verloren. Nächste Woche gibt es das Rückspiel beim FC Porto und auch da kann man auf jeden Fall gewinnen. Daher meine Sache, ich würde die Abwehr soweit stehen lassen. Klar, Assignon würde ich jetzt hier persönlich mit reinnehmen, auch mit einer 4-4-2-System, Nübel im Tor. Da Mittelstädt muss auch links außen spielen als linker Verteidiger. Gerade Mittelstädt will sich auch nochmal beweisen für Nagelsmann, für die Fußball-Weltmeisterschaft. Und gerade Mittelstädt mit seiner Technik, aber auch Schnelligkeit, aber auch Flankengefährlichkeit vorne, das brauchst du jetzt gegen RB Leipzig. Chabot auf jeden Fall auch in die Innenverteidigung. Klar, Finn Jeltsch, nicht das beste Spiel jetzt gegen Porto, aber man darf nicht vergessen, er ist gerade mal 19 Jahre alt und auch noch nicht so viel internationale Erfahrung. Aber jetzt müsste gerade auch Sebastian Hoeneß ihn nochmal spielen lassen gegen Leipzig, denn alle wollen jetzt, die auch gespielt haben gegen Porto, gegen Leipzig beweisen, dass man es natürlich besser kann. Und Assignon, deswegen ganz wichtig für mich als Rechtsverteidiger. Er ist gelernter Rechtsverteidiger und Natai war jetzt mehr der Schienenspieler gegen Porto. Aber gegen die Offensive von Leipzig, da brauchst du wirklich jetzt auch hinten Leute, die auch jeden Zweikampf annehmen und sich quasi auch wehren können. Daher wäre das so jetzt meine VfB-Abwehr für das Spitzenspiel gegen Leipzig. Natürlich, Hendricks hat sehr gut gespielt, muss man sagen, gegen Porto. Klar könnte man ihn auch in die Startelf nehmen für Jeltsch, aber wie gesagt, Jeltsch in seinem jungen Alter, er will wahrscheinlich auch Hoeneß und natürlich den Stuttgarter Fans beweisen, dass er natürlich besser spielen kann als wie gegen Porto.
Daher auch für die Moral eigentlich schon wichtig, dass Ziyech auch jetzt gegen Leipzig in der Startelf steht. Auch nicht vergessen, Jeff Chabot auch nicht das beste Spiel gegen Porto gespielt, aber man weiß natürlich bei ihm, was er kann. Und auch in der Kicker-Rangliste Bundesliga ist er der viertbeste Bundesliga-Abwehrspieler bis jetzt in der Saison. Auch nicht vergessen, Mittelstädt. Im Moment klar nicht so die Form, wie er die letzten 2-3 Jahre gezeigt hat, aber auch Mittelstädt immerhin noch der 15. beste Abwehrspieler der Bundesliga. Und auch nicht vergessen, immerhin auch mit einem Tor von Mittelstädt beim 3:3 in Heidenheim. Aber wie gesagt, das wäre jetzt meine Abwehr. Klar, Jacques kann man auch einwechseln, dann aber für mich mehr in der zweiten Hälfte, beziehungsweise je nach Spielverlauf. Und nochmal zu der Abwehr. Man darf nicht vergessen, David Raum von Leipzig oder auch Nusa links außen von Leipzig kommen dann über die rechte Seite. Und daher nochmal ganz wichtig zu sagen, dass ich da dann lieber einen Assignon sehen möchte, der auch weiß, wie Zweikämpfe geht. So, dann schauen wir uns jetzt mal die 5 letzten Bundesligaspiele beider Teams an. Ja, der VfB mit 2 Siegen, 2 Unentschieden, 1 Niederlage, aber immerhin 13 Tore auch wieder erzielt. Das ist ja auch das, was das Spitzenspiel ausmacht. Stuttgart gegen Leipzig. Hier treffen mit die offensiv stärksten Mannschaften der Bundesliga aufeinander. Leipzig 3 Siege, 2 Unentschieden, 10:7 Toren. Klar, bei Leipzig sieht man auch die letzten 5 Spieltage jeweils immer 2 Tore erzielt. Also auch daher nochmal, was die VfB-Abwehr angeht, da müssen jetzt auch die Leute spielen, die wirklich Zweikämpfe können. Das ist zum Beispiel schon aussagekräftig auch. Stuttgart sehr heimstark, muss man sagen. 12 Heimspiele bis jetzt, 9 Spiele zu Hause gewonnen. Und das auch mit einem sehr guten Torverhältnis von 21:12 Toren. Damit liegt der VfB Stuttgart auf Platz 3 der Bundesliga Heimtabelle. Andersrum muss man aber auch sagen, Leipzig hat die letzten 3 Bundesligaspiele alle gewonnen. So, dann schauen wir uns jetzt mal das mögliche VfB-Mittelfeld an, beziehungsweise Zentrale und die Sechserposition. Da würde ich auf jeden Fall jetzt in diesem Big Point-Spiel, ich wiederhole es doch mal, es ist so ein wichtiges Spiel jetzt für die Stuttgarter gegen Leipzig, dass man auf jeden Fall auf Erfahrung setzen muss. Klar, Angelo Stiller auf jeden Fall gesetzt, aber auch Karasor muss auf jeden Fall weiter auch jetzt gegen Leipzig in der Startelf sehen. Gerade Karasor, sehr wichtig auch, Zweikämpfe. Ja, gegen Porto nicht unbedingt alle gewonnen, aber auch gerade in der zweiten Hälfte hat er da auch wieder bewiesen, wie stark er gerade in Zweikämpfen wirklich ist. Und in der Bundesliga zum Beispiel hat Karasor 64% seiner Zweikämpfe alle gewonnen in der Bundesliga. Im Vergleich vom BVB, Felix Emmencha spielt ja so die ähnliche Position, hat nur 57% seiner Zweikämpfe gewonnen. Also daher ganz wichtig, dass Karasor auf jeden Fall jetzt gegen Leipzig in der Startelf steht. Auch nicht vergessen, klar, auch Leipzig, gerade gutes zentrales Mittelfeld mit Seiwald, Baumgartner, mit der gefährlichste Bundesligaspieler, schon 10 Tore, oder auch Offensivspieler Gruda, sehr jung, aber technisch stark. Da brauchst du gerade im zentralen Mittelfeld bzw. Sechserposition Spieler, die auch Zweikämpfe reingehen, aber auch natürlich gewinnen. Und da ist Schema Andres nicht unbedingt gerade für dieses Spiel der optimale Spieler für die Startelf. Klar, Schema Andres, auf jeden Fall kannst du ihn in der zweiten Hälfte bringen. Aber das wäre so jetzt meine Sechser bzw. zentrale Mittelfeldposition, Aufstellung für Stuttgart gegen Leipzig. Und ja, dann schauen wir uns mal an, die torgefährlichsten Spieler beider Teams in der Bundesliga bzw. Top-Torvorlagengeber. Und klar, Dennis Undav, 15 Tore in der Bundesliga, für mich aktuell der beste deutsche Stürmer. Und auch daher, ich habe ja ein Video gemacht letzte Woche, Undav muss auf jeden Fall mit zur WM. Das wird Nagelsmann auch machen. Aber Undav in so einer Form, der gehört auch auf jeden Fall aktuell zumindest in die Startelf. Er kann beides, Tore schießen, aber auch Tore vorbereiten. Klar, aber auch Leipzig, wie gerade schon gesagt, gerade Christoph Baumgartner, kein Stürmer, nein, offensiver Mittelfeldspieler, aber 10 Tore. Das ist schon eine sehr, sehr starke Saison von ihm. Aber auch wieder aktuell sehr gut in Form. Jan Diomande, ebenfalls 10 Tore. Also, wenn es der VfB Stuttgart schafft,
diese 2 Spieler am Sonntag aus dem Spiel zu nehmen, das wäre schon die halbe Miete für einen VfB-Sieg gegen Leipzig. Und nochmal, hier treffen somit die stärksten Mannschaften in der Offensive aufeinander. VfB aktuell 50 Bundesliga-Saisontoren, damit hat man den 4. besten Angriff der Liga. Leipzig aber auch immerhin 48 Tore. Also das wird schon ein Spiel, was, denke ich mal, kein 0:0 spielen wird. Und auch nicht vergessen, die letzten 9 Tore in der Bundesliga, also in den letzten 3 Spielen, haben 6 verschiedene VfB-Spieler erzielt. Da sieht man auch nochmal, wie stark der VfB Stuttgart-Kader aktuell wirklich aufgestellt ist. Und auch diese Stärken, gerade in der Offensive, muss der VfB jetzt gegen Leipzig zu Hause nutzen. Dann schauen wir uns jetzt mal an, die mögliche VfB Stuttgart Offensive. Da setze ich voll und ganz, wie man es auch jetzt hier sieht, eigentlich auf fast dieselbe Elf wie jetzt bei der Niederlage gegen den FC Porto. Nochmal, diese Spieler, jetzt die verloren haben leider, wollen auf jeden Fall zeigen, auch gegen Leipzig jetzt, dass sie auf jeden Fall besser spielen können als gegen Porto. Das heißt für mich, Leveling auf jeden Fall bei mir jetzt hier links außen, weil ich auch wieder auf El Kanouche setze, über rechts. El Kanouche kann immer für Gefahr vorne sorgen in der Offensive. Seine Passqualität ist mega stark, aber auch er ist torgefährlich. Undav natürlich auch. Er ist zwar hier, klar, auf der 10er-Position, aber vorne läuft er überall herum. Er ist immer anspielbar und auch sein Tor gegen Porto war wieder super gemacht. Er muss einfach spielen, wie aber auch Demirovic. Weil da hast du dann 2 klasse Stürmer. Klar, die Abwehr von Leipzig konzentriert sich auf Demirovic oder Undav. Dann haben die VfB-Spieler Leveling oder auch El Kanouche freien Raum, eventuell dieses auszunutzen und dadurch ein Tor zu erzielen. Also das wäre auf jeden Fall meine Startelf für das Spiel von Stuttgart gegen Leipzig am Sonntag. Klar, du hast auf jeden Fall, darf man nicht vergessen, Nicolas Nathai auch noch da. Den würde ich dann in der zweiten Hälfte, je nach Spielverlauf, dann auf jeden Fall nochmal bringen. Eventuell würde ich dann sogar mal sagen, auf der Karasor-Position, da hätte man dann noch mehr offensive Power nach vorne. Klar, Chris Führig hat schon ganz gut gespielt gegen Porto. Den kannst du auch immer bringen. Wäre sogar eine Option für die Startelf, Chris Führig. Aber so einen Spieler würde ich dann lieber in die zweiten Hälfte bringen, wenn man vielleicht noch ein Tor erzielen möchte. Klar, Thiago Tomasch auch. Den kannst du auch immer bringen. Aber wie gesagt, diese Spieler Leveling, Undav, El Kanouche und Demirovic sind mit das Beste in der ganzen Bundesliga und die musst du auch in so einem wichtigen Spiel jetzt gegen Leipzig in die Startelf nehmen. Denn hier geht es wirklich um die Champions League Plätze für die nächste Saison. Klar, man darf das Spiel nicht vergessen, nächste Woche Donnerstag gegen Porto, aber hier geht es wirklich um das Tagesgeschäft und der VfB Stuttgart in der Champions League in der nächsten Saison. Das wäre doch mega. Und wie gesagt, nächste Woche könnte es im Europa League schon vorbei sein. Deswegen volle Konzentration jetzt am Sonntag für das Spiel zu Hause gegen Leipzig. Hier geht es wirklich um die Champions League Plätze. Und wie gesagt, mit einem VfB-Sieg und vielleicht dazu einem Bayern-Sieg in Leverkusen hätte man 3 Punkte Vorsprung vor Leipzig und auch schon 6 Punkte Vorsprung vor Leverkusen. Also das Spiel sollte auf jeden Fall gewonnen werden. Und man weiß auch, die Stuttgarter kämpfen zu Hause vor ihren eigenen Fans noch mehr. Und ich gehe davon aus, dass man sehr gute Chancen hat, auch zu Hause gegen Leipzig zu gewinnen. Und da ist auch mein Bundesliga-Tipp für Stuttgart gegen Leipzig. Ich tippe hier auf ein 2:1 Heimsieg für den VfB Stuttgart. Jawohl. Ja, liebe VfB-Fans, wie ist dein Tipp für Stuttgart gegen Leipzig? Und wie sieht deine Startelf für das Spitzenspiel am Sonntag aus? Schreib beides unten in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Hat dir meine VfB Stuttgart-Prognose gefallen? Dann danke ich dir für ein Like fürs Video und natürlich für ein Abo für Werners Fußballecke und du verpasst kein Stuttgart-Video mehr. Also dann, viel Spaß am Sonntag, Daumen drücken, bleibt sportlich und wir sehen uns. Tschüss.